Ce qui m'intéresse toujours, c'est le Wagenburg comme structure de vie et d'existence qui produit des objets et des formes surtout. C'est le travail sur les formes, c'est ça moi ce qui m'intéresse toujours. Je suis venu à l'ethno par la forme, par le travail sur la forme, la réflexion sur la forme. Ma façon de faire de l'ethnologie, c'est d'installer des dispositifs formels comme un peintre installe des couleurs et des formes sur sa toile, sur sa sculpture ou moi dans mes photographies. Moi j'ai. Oui, moi je voulais te demander, donc en fait ça c'est Kreuzdorff, c'est cohérent, mais il y a le vieux Kreuzdorff, la fondation de Kreuzdorff et tout, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On le met ou on le met pas? Ah, je connais pas ça. Alex, wo ist die geblieben hier? Et non. Ah non, ça va être perdu. On va croire que ça a à faire avec ça. Alors que c'est pas ça. Moi je pense qu'on doit rester proche de cette photo-là, qui est son sens, tu vois. Mais là, on va se mettre la tête dedans. Alors, non, mais on va demander à Heinz. Ici, on met ça un peu en avant. Un petit peu en avant, voilà. Tu vois. Là, on va descendre, voilà. Moi j'avais pensé ça comme ça. Donc là, tu me donnes la planche, là. Bah, c'est dommage. Bah ouais, je sais. On n'a pas un bon discours, tu vois, mais je vais le faire. Je vais le faire d'un chèque. Ouais, voilà. Parce que la voix du Wagenburg, elle est sans arrêt étouffée. Le Wagenburg est pourtant tellement, je veux dire, il faut être aveugle pour ne pas voir le Wagenburg. Mais les gens ne le voient pas, comme les gens ne voient pas la porte qu'il y a dans la palissade, évidemment. Ils passent 5000 fois devant le truc, mais bon, ils ne le voient pas, parce qu'ils ne veulent pas le voir, ou parce que ça se voit trop. Et voilà, il faut trouver la façon de dire, allez, viens, et viens avec nous. Là, je ferai un truc mutoïde. Ce qui me manque, c'est du métal. Il me manque un truc de métal, ça c'est con, mais j'en ai pas. Oui, on peut pousser. On peut peut-être la pousser un peu, et il resterait pas trop loin de Kreuzdorff. Mais elle aussi, tu vois, elle a à voir avec les mutoïdes. Ich habe gedacht, dass eventuell, das wäre sehr interessant, einfach nur einladen diese Leute in einem Raum, in einem Museum, und es ist bestimmt, das Museum ist bestimmt ein sakraler Ort, sozusagen. Also ich habe auch schon vom Anfang gedacht, dass es könnte für den sehr kompliziert, nur einfach hier zu kommen, weil es war so getrennt von ihrer jeden Tag Leben in diesen Plätzen, die Wagenburg sind in Berlin. Aber trotzdem, wir haben etwas heute, und ich freue mich sehr, dass die haben alle, jeder mit seiner kleinen Sache mitgeteilt in diesem Projekt, weil die Idee war, jeder kann sich darstellen, erklären über seine Geschichte, was er macht, wie er funktioniert, was läuft auf diesen Plätzen. Geil, perfekt. Super. Perfekt, und hol ich das ab. Super, cool. Geil. Okay, bis dann, tschüss. Das ist ein Kopf für uns. Ich bin raus, gefunden. Das ist nicht mehr weg.
Et la fin, c'est... Alors ici, il n'y a personne qui rentre et qui vient me déranger et qui vient m'emmerder. Mindestens, au minimum pendant 5 semaines. Bon. Allez. Je sais pas. Das Oscar. Carsten? Nee, ist beim Ton, oder? Ja, kann sein. Stimmt, ja, wegen der Mütze, genau. Das ist wie ein Rückgrat, ne? Und ich habe ihn gefunden. Also, es ist, sie suchen sozusagen eine Spinne, eine Form, das hält. Eine Form, das fällt. Und ich habe das Gefühl, das ist eine von meinen Theorien. Genau, die Figur von die Spinne ist ziemlich wichtig, sowie die Tanz, diesen berühmten Tanz aus Italien. Tarantella, genau. Das kommt ganz regelmäßig in den Formen und in den Deko von dem Wagen. Die Spinne ist immer da. Und auch eventuell die Streifen von dem Rädern, die sind so wie Spinne. Ich war im Wir wollen wissen, warum. Warum die wollen so gern auf diesen Plätzen. Ich weiß nicht, ob mit dieser Ausstellung wir werden ganz genau wissen, weil die Gründe sind bestimmt extrem komplex. Aber das hat zu tun mit einer Sort von einer Nähigkeit, kann ich das sagen, mit Natur. Weil wenn man hört die Interview, entweder hier oder hier, alle sprechen von diesem bequem und ganz nahe Gefühl von Natur, so wie es war verloren in unsere Städte. Das ist von dir, das ist von Carsten. Jeder spricht von seinem Wagen so wie einem kleinen Nest und man muss in einen Wagen gehen, nur zu fühlen. Es ist eine Kultur von Gefühl. Eigentlich ist es bloß ein Kinderbett. Ein Wagenproblem in Berlin. Das ist auch eine Frage zu unserer Rationalität. Weil wir wohnen in Wohnungen, wir haben Heizung, Strom, Wasser und so ein bisschen Komfort sozusagen. Und trotzdem, diese Leute, die wollen auf diesem Plätzchen, diesem kleinen Ortchen zwischen Berlin, irgendwo, wo es gibt Platz. Wenn es gibt Platz, die neben dem Platz, also dann kommt bestimmt eine Kontrovers, weil sie sind nicht immer erlaubt, so zu machen, aber trotzdem, die wollen auf diesen Plätzen. Es gibt bestimmt verschiedene Gründe. Zum Beispiel, es kann sowieso Wohnungsnot oder Armut
Aber ich denke auch, und das kommt durch die Interview, das wir haben gemacht für diese Ausstellung, es gibt Leute, die könnten gern in Wohnungen wohnen, aber die wollen in einem Wagen wohnen. Was wir werden sehen hier in die Ausstellung sind verschiedene Wagenburgplätze und man merkt sofort vom Eingang, dass die sind ganz unterschiedlich einer von dem anderen. Man hat schon nur am Sehen diesen komisches, nicht komisches, aber speziell Gefühl, dass die haben jeder ihren eigenen Stil sozusagen. Ich spreche nicht von Kultur, sondern von Stil. Jeder hat sein eigenes Leben mit seiner Gruppe in seinem Ort, aber was man merkt schon hier, ist sowieso diese Mutationen-Sachen, die kommen immer wieder. Die kommen hier in diesen Formen, zum Beispiel, das ist ein Plakat von Kreuzdorf Wagenburg und ich hatte gefragt, erzähle mich, wie man lebt auf dem Kreuzdorf. Und die haben das und so das erzählt, denn jeden Tag leben, wenn man hat zu tun mit dem Wagen und der Feier und mit dem Wunder. Aber ich hatte nicht gefragt dafür, aber das kommt trotzdem. Diese extrem interessante Figur, diese Mutationenfigur, auch was kommt, und das ist für mich in meinem Sinn extrem wichtig, sind diese Präsenz von Augen. Weil ich glaube schon, ob man kann über eine Kultur der Wagenburg sprechen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas, das hat zu tun mit Sicht. Wirklich, dass diese Mutationenformen sind extrem wichtig. Wir finden das auch hier zum Beispiel, wo zwei Fotos, ein Teil von einem Bild ist mit dem anderen geteilt und zusammen mitgebracht. Oder das. Ja, wäre ich nicht gerne. Dass man sieht auch, und es sind Leute, die kennen sich nicht zusammen. Das ist eine Form von dem Levi, dem Mutativ Levi. Der Name eben kommt, wenn dieser Künstler Schablone heißt
bestimmt auch Mutant. Das ist ein Name. Ich habe das genommen in die Ausstellung, weil ich finde das extrem interessant. Schablonen und so wie Siebdrücke, das ist ein sehr schönes Katalog und man kann den ganzen Katalog, wenn man isst, in die kleinen Wagen, das kommt mit einer Dia-Show, alle die Seiten von diesem Katalog, man kann in den Karawan sehen. Aber Siebdruck und Schablonen sind eine Möglichkeit, diese Formen zu weiterleiten, und ich habe das bestimmt auch genommen, und das ist ein bisschen vielleicht merkwürdig in dieser Ausstellung, die ist ziemlich rough und raw, aber la forma, the form, ich glaube schon, dass diesem Wagenburg-Leben hat zu tun mit einer Entwicklung oder einer Mutation von Formen. Eine Entwicklung und eine Mutation von Formen. Also weil und man sieht auch die Klamotten und alles, wir haben ein Stück Klamotten, wo man sieht, dass es ist alles anders gemacht. Es ist nie so benutzt, sondern customized, bearbeitet. In diesem Centaur-Figur, das ist dieser kleine Franzose, der heißt Raffi Destroy, hat das selbst gemacht, hat nie eine Kunstschule gemacht, aber trotzdem mit verschiedenen Stücken hat eine Form von Centaur. Und das ist bestimmt eine Mutationsform zwischen Tier und Mensch. Der ist sowieso elektronisch. Also wir sind in einem Prozess von Mutation von Formen. Sieht das auch mit diesen Objekten von jedem Tag. Immer hier auf diesen Baseballschläger, der Konfrontation zwischen Natur, diesen Naturformen und trotzdem auch diesem elektronischen Circuit. Und es gibt kleine Monster, man sieht das, man muss es wirklich sehen, weil das ist bestimmt einer der schönsten Stücke von der Ausstellung. Und ich würde sagen auch, es ist für mich extrem wichtig, diesen kleinen Kopf, das ist nur eine kleine Darstellung von einem Kopf, aber es ist inzwischen ein Schraub und Knollen, so wie man presst und man deformiert. Und es gibt Flammen, und Flammen sind auch extrem wichtig in die Kultur von dem Wagenburg, weil die Wagen, und dann man kann auch durch die verschiedenen Installationen sehen, dass man lebt in einem Wagen, aber diese Wagen sind immer mehr oder weniger rum an einem Platz, und am Zentrum von dem Platz, es gibt die Feuer. Das ist ein bestimmter Einfluss in die Kultur von dem Wagenburg. Ich habe Spezialtafeln gemacht, weil diese Leute, die kommen aus England und die sind Mythoid Waste Company genannt, und die haben sehr beeinflusst den Wagenburg in Berlin. Die waren schon vor der Wende in Berlin auf dem Görlitzer Park, und die haben diese Struktur aus Schrott, Metall und Beton gemacht, mitgebracht, und auch damit kommt ein Show. Es gibt immer ein Show, weil es ist auch eine Kultur, da macht Theater, Zirkus, Konzert. Es ist auch eine Performing-Art-Kultur.